Jedes Mal, wenn du lachst, niest oder etwas Schweres hebst, arbeiten deine Beckenboden und deine Bauchmuskeln zusammen. Wenn dieses Team nicht richtig funktioniert, kann es passieren, dass du ein paar Tröpfchen verlierst oder dein Rücken wird stark belastet. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Bauchübungen deinen Beckenboden stärken kannst. Für mehr Sicherheit im Alltag. Der Beckenboden hilft, deine Blase und Beckenorganen im Platz zu halten und sorgt dafür, dass du die Kontrolle über Blase und Darm behältst. Und er hilft auch, dass du stabil und aufrecht stehst. Deine tiefen Bauchmuskeln wirken wie ein inneren Bauchgurt. Sie stabilisieren die Wirbelsäule, entlasten den Beckenboden. Oft passiert es automatisch. Wenn du die tiefe Bauchmuskel anspannst, ziehst du auch den Beckenboden mit an. Und umgekehrt. Tiefe Anspannung der Beckenbodenmuskulatur sorgt für eine Spannung im Bauchbereich. Selbst beim Atmen arbeiten Zwerchfell, Bauchmuskel und den Beckenboden zusammen. Beim Ausatmen unterstützt dann die Bauchmuskulatur das Hochziehen des Beckenbodens. Manchmal kann ein zu schwacher Beckenboden durch ein falsches Bauchtraining, zum Beispiel zu starke Sit-Ups, zusätzlich belastet werden. Und umgekehrt kann ein gezielten Training der tiefen Bauchmuskulatur den Beckenboden entlasten und auch stärken. Dabei geht es nicht darum, stundenlang Sit-Ups oder Bauchtraining zu machen, sondern gezielt die Muskeln rund um den Bauch bewusst zu aktivieren, zugunsten des Beckenbodens. Denn Studien haben gezeigt, dass Beckenbodentraining kombiniert mit gezieltem Bauchmuskeltraining effektiv und wirksamer ist gegen Inkontinenz als nur Beckenbodentraining alleine. In diesem Video zeige ich dir einfache Übungen, mit denen du den Beckenboden und auch die Bauchmuskulatur gemeinsam stärken kannst für mehr Stabilität und Sicherheit, damit keinen Tropfen mehr verloren geht. Für die erste Übung solltest du dich auf den Boden hinlegen, deine Füße sind aufgestellt, Beine angewinkelt und deine Fußsohlen sind komplett auf dem Boden. Unabhängig, ob du mehr oder weniger Gewicht hast, versuche hier in dem Beckenbereich diese beiden Knochenvorsprünge zu spüren. Genau auf der Innenseite von diesen Knochen, mit den Fingern nach unten zeigend, platzierst du deine Fingerspitze bzw. deine Hand hin. Und jetzt geht es darum, dass du tief in den Bauch einatmest und bei der Einatmung versuchst du ganz bewusst deine Atmung hier zu der unteren Partie von dem Bauch hinzulenken. Du atmest tief ein und solltest dabei spüren, dass der Beckenboden bei der Einatmung sich entspannt. Der lässt locker und bewegt sich dann fußwärts. Diese Wahrnehmung ist extrem wichtig für die Effektivität für den Beckenbodentraining. Am Ende der Einatmung spannst du dann kräftig den Beckenboden an, so als ob du Urin und Stuhl zurückhalten willst. Und dann atmest du aus und gleichzeitig stellst du dir mal vor, du müsstest eine ganz enge Jeanshose anziehen und versuchst den Bauch dann reinzuziehen, dass du den Reißverschluss zubekommst. Diese Spannung von diesen enge Jeanshose anziehen, die wird dafür sorgen, dass du diese unteren Partie von dem Bauchmuskel, dass du den aktiv anspannst. Wenn du deine Hände hier platzierst und nur diese Spannung machst, solltest du auch spüren, wie hier unter deinen Fingern die Spannung zunimmt und die Muskulatur etwas härter wird. Baust diese Spannung erstmal auf, atmest dann aus und wichtig hierbei ist, dass du forciert ausatmest. Das heißt, du nutzt deine Bauchmuskel und wirklich ganz tief auszuatmen. Nicht nur oberflächlich, sondern ganz bewusst maximale Einatmung, maximale Spannung von dem Beckenboden und dann die maximale Ausatmung. Im Ganzen sollen das dann halt so aussehen. Füße auf dem Boden, Beckenboden locker, deine Hände und auf den unteren Teil von deinem Bauch platzieren, auf der Innenseite von den Beckenknochen. Tief in den Bauch einatmen.
Dabei soll diesen unteren Bereich nicht rausgedrückt werden, aber sich ganz sanft vorwölben, diese Partie. Deine Hände sind da und du spürst, dass es noch locker ist. Beckenboden anspannen, so als ob du Urin und Stuhl zurückhalten willst. Wenn du hier unten anspannst, spürst du automatisch, dass die in den unteren Partie von dem Bauch sich schon eine Vorspannung aufbaut. Kräftig anspannen, ausatmen, Jeanshose anziehen. Hier in den unteren Bereich, gleich oberhalb von dem Schambein, da musst du spüren, dass es hier hart wird. Gleichzeitig musst du auch das Gefühl bekommen, dass der Beckenboden sich zusammenschließt. Deine inneren Organe, die werden nach oben gezogen und die Atmung fließt wieder aus. Einatmen im Bauch. Beckenboden anspannen, Bauch anspannen, so dass du eine enge Jeanshose anziehst und forciert ausatmen. Dieses Reinziehen von dem Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule und nach oben ist ein gutes Zeichen dafür, dass du deine tiefen Bauchmuskulatur auch richtig angespannt hast. Diese Übung solltest du dann für 10, 15 Wiederholungen durchführen und wichtig wäre, dass du mindestens 4 Sekunden einatmest, Kurzatmung halten und dann mindestens 4 Sekunden wieder forciert ausatmest. Für die nächste Übung solltest du dich jetzt seitlich hinlegen. Einen Arm kannst du einfach unter deinen Kopf platzieren, damit du den Kopf auch ein bisschen entlasten kannst und in eine gerade Haltung bleibst. Deine Beine sind an der Hüfte angewinkelt und auch deine Knie sind angewinkelt. Den oberen Arm solltest du jetzt auf den Boden bringen und dann so drehen, dass die Ellenbogen nach außen ist und die Handfläche zu dir nach innen zeigt. Drück deine Hand Richtung Boden und du wirst automatisch auch eine Spannung spüren im Brustbereich bzw. im Bauchbereich. Deine Rippen werden nach unten bzw. dein Bauchmuskel bringt deine Rippen nach unten. Diese Spannung solltest du als erstes aufbauen, damit du eine Stabilität von den oberen Rumpf bekommst. Und diese Spannung solltest du dann aufbauen, wenn du ausatmest. Also die Übung beginnt genau wie die vorherige. Das heißt, du atmest tief in den Bauch ein, lässt den Bauch ganz locker, damit er sich vorwölben kann und auch dein Beckenboden ist dabei entspannt. Am Ende der Einatmung Beckenboden anspannen, so als ob du Urin und Stuhl zurückhalten willst. Ausatmen und dann die Hand gegen den Boden drücken. Gleichzeitig verstärkst du die Beckenbodenspannung und den Bauch, der bewegt sich auch nach innen und nach oben. Einatmen und alles wieder locker lassen. Ende der Einatmung, Bauch ist ausgedehnt, Beckenboden anspannen, ausatmen, Hand gegen den Boden drücken. Rippen bewegen sich nach unten und gleichzeitig in den unteren Bereich, da kommt es an. Dein tiefen Bauchmuskel, der muss dabei angespannt werden, wenn du ausatmest, zusätzlich mit der Beckenbodenspannung. Diese Übung ist die leichteste Variante. Stell dir sicher, dass du die Beckenbodenspannung auch kontrollieren kannst. Und die Steigerung von dieser Übung ist das gleiche. Also einatmen, alles locker lassen, Bauch dehnt sich aus. Beckenboden anspannen, Bein heben. Hand gegen den Boden drücken und die Beckenbodenspannung und auch die Bauchspannung halten und das Bein bleibt in der Luft. Einatmen, alles wieder locker lassen. Ebenfalls hier kannst du gerne versuchen, 4 Sekunden lang einatmen und dabei ganz bewusst den Beckenboden und auch den Bauch locker zu lassen. Vor allem wir Frauen wollen immer schlanker wirken, indem wir ständig den Bauch reinziehen. Diese ständige Anspannung von dem Bauchmuskel ist ungünstig, sowohl für deinen Rumpf, aber auch für deinen Beckenboden. Stell dir mal vor, du würdest ständig eine Faust machen. Irgendwann kannst du es auch nicht mehr halten und dann lässt du einfach locker.
Und das Gleiche passiert auch bei deinem Beckenboden. Eine ständige Anspannung, um Angst, Urin zu verlieren, wirkt genauso kontraproduktiv, als der Beckenboden nie anzuspannen. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiteren Tipp bekommen willst für deine Gesundheit, wie du mit Bewegung und Übungen Schmerzen linderst, deinen Beckenboden stärkst und mehr von deinem Alltag bekommst, dann abonniere meinen Kanal. Hier kriegst du regelmäßige Tipps und Übungen für deine Gesundheit. Für die nächste Übung solltest du jetzt in Vierfüßlerstand gehen. Deine Füße sind aufgestellt, deine Knie sind hüftbreit auseinander, direkt unterhalb von der Hüfte. Deine Hände oder deine Arme sind ausgestreckt unterhalb von der Schulter. Und in dieser Position solltest du als erstes einfach in den Bauch einatmen und dabei sollte sich der Bauch bewegen können Richtung Boden. Und bei der Ausatmung Beckenboden anspannen und den Bauch wieder reinziehen. Es ist super, wenn du einen Spiegel unten auf dem Boden platzierst und somit kannst du am besten sehen, was dein Bauch gerade jetzt so macht. Also einatmen, Beckenboden locker lassen und der Bauch bewegt sich fußwärts Richtung Boden hin. Ende der Einatmung, Beckenboden anspannen, ausatmen und den Bauch reinziehen. Einatmen, locker lassen. Ausatmen, Beckenboden zuerst anspannen und dann von unten nach oben, von dem unteren Becken, den Bauch wieder reinziehen. Wenn du sicher bist, dass du diese Bewegung erstmal kannst, dann probiere jetzt die Spannung von den unteren Bauchmuskel noch zu verstärken, indem du die Knie ganz wenig von dem Boden hebst. Die Idee dabei ist, nur dass ein paar Finger unterhalb von deinen Knie platzieren können. Also, genau wie davor, einatmen, Bauch und Beckenboden locker lassen, Bauch bewegt sich zum Boden hin. Nun zuerst Beckenboden anspannen, Urin und Stuhl zurückhalten, ausatmen, Bauch reinziehen und dann die Knie auch heben. Einatmen, erst Knie locker lassen, Bauch und Beckenboden locker lassen. Ausatmen. Knie senken, Bauch locker, Beckenboden locker, anspannen, ausatmen, Knie heben, Beckenboden anspannen und auch den Bauch anspannen. Für unsere letzte Übung kannst du es jetzt hier wie bei mir am Stuhl machen, aber auch sehr gerne knien vor ein Bett oder vor dem Sofa. Diese Möbelstücke sind etwas stabiler und helfen dir noch mehr als jetzt halt ein Stuhl. Kniend auf dem Boden, du stellst dich oder du kniest vor diesem Möbelstück ungefähr deine Armlänge entfernt und jetzt stützt du deine Arme, Handfläche nach innen zeigend, nach vorne und bleibst in so einer erhöhten Vierfüßlerstand. Aus dieser Position solltest dann als erstes einatmen, den Bauch ganz locker fallen lassen und das Becken nach hinten bewegen, sodass du in der Lendenwirbelsäule einen Hohlkreuz erzeugst. Beckenboden anspannen, Bauch anspannen und das Becken zu dir ziehen. Wichtig ist, dass diese Bewegung jetzt von dem Bauch aus, von dem Bauchmuskel aus ausgeübt wird. Das heißt, du nutzt deine Bauchmuskulatur von diesem Lockenzustand, spannst es an und versuchst dann Schambein nach vorne Richtung Brustbein zu bewegen. Als erstes selbstverständlich die Beckenbodenmuskulatur ansteuern und anspannen. Nochmal von vorne. Knie gebeugt, dein Gewicht ist gut verteilt zwischen deine Hände,
Handfläche nach vorne zeigend und auch deinen Knien. Einatmen, Hohlkreuz gehen, Bauch ist locker, Beckenboden ist locker. Beckenboden als erstes anspannen, Bauch als zweites, ausatmen und dann Schambein Richtung Brustbein bewegen. Einatmen, locker lassen. Bauch bewegt sich Richtung Boden hin. Beckenboden anspannen, ausatmen und Schambein Richtung Brustbein. Versuche ganz bewusst, deinen Bauchnabel nach innen und nach oben zu ziehen. Und bei der Einatmung alles locker lassen, Beckenboden anspannen und das Becken nach oben bewegen. Je forcierter du die Ausatmung machst, gezielt mit deinen Bauchmuskeln, desto aktiver werden sie. Wichtig ist, dass du zuerst bewusst den Beckenboden anspannst. Diese Übungen helfen dir, deine tiefen Bauchmuskulatur, aber auch den Beckenboden zu aktivieren. Die sind wirksam für die Behandlung von Inkontinenz, aber auch, wenn du Rückenschmerzen, tiefen Unterrückenschmerzen hast. Probier die Übungen aus. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!